Hallo alle zusammen, heute bin ich mit einem neuen Video da und zwar geht es um Upcycling. Also das heißt sozusagen, man macht aus alten Dingen neue Sachen. Und genau, ich bin letztens nämlich bei Facebook auf ein Video gestoßen, was ich ganz interessant fand. Und zwar ging es darum, dass die Person dort aus alten Klamotten Wattepads selbst gemacht hat, die man halt wiederverwenden kann. Und ich fand die Idee ganz gut. Und ist ja immer gut, was für die Umwelt zu machen. Und auch wenn das jetzt vielleicht nur ein ganz kleiner Teil ist, aber immerhin schafft man es so, dann den Kauf von Wattepads einzustellen. Und ja, man kann der Umwelt wenigstens ein bisschen was Gutes tun, sozusagen. Und genau, deswegen zeige ich euch in diesem Video einmal, wie man seine eigenen Wattepads machen kann und was man alles dafür braucht. So, das ist jetzt einmal ein Teil meiner Ausbeute. Einmal, was ihr dafür benötigt. Vor kurzem habe ich ein paar meiner Klamotten aussortiert und darunter waren auch einmal dieses T-Shirt, das jetzt schon fast nicht mehr als T-Shirt identifizierbar ist, und halt ein anderes. Beide sind aus 100% Baumwolle. Und genau, ich habe schon mal vorher geübt, bevor ich dieses Video drehe, um zu schauen, ob es auch wirklich was wird. Und habe bisher schon 20 Wattepads selbst gemacht. Und genau, auf jeden Fall braucht ihr halt entweder einfarbige oder halt, ihr könnt das, ich habe halt auf einer Seite sozusagen einmal die weiße Farbe verwendet und auf der anderen Seite die blaue, weil ich das halt einfach ein bisschen schöner fand, als wenn sie nur weiß sind. Aber da könnt ihr auch selber entscheiden, wenn ihr irgendwelche T-Shirts mit Mustern habt oder sonst irgendetwas, da könnt ihr sozusagen eure Wattepads selbst gestalten. Ich habe jetzt einfach mich für die beiden Farben entschieden. So, dann, was ihr noch braucht, ist einmal ein Glas oder irgendetwas, was rund ist, am besten. Ich habe jetzt einfach so ein normales Glas benutzt. In dieser Größe, da könnt ihr auch selber entscheiden. Zum Beispiel gibt es auf dieser Seite einen kleineren Kreis, aber ich habe mich dann für die größere Seite entschieden. Und dann habe ich das einfach einmal auf mein T-Shirt gelegt und einmal das umrandet sozusagen, dass ich hier dann sah es nämlich so aus. Okay, ich wollte eigentlich diesen Trick machen, so wum, wum. Dann sieht es nämlich einmal so aus. Ich habe dann einfach eine Kreisform und nimm dann einfach am besten eine Textilschere. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich eine ist, aber es stand als Empfehlung. Also auf jeden Fall eine, die stark und gut genug ist, um halt diesen Stoff zu schneiden. Und dann könnt ihr einfach sozusagen anfangen, alles zu schneiden. Und dann habt ihr die erste Seite. Die sieht dann einmal bei mir jetzt in diesem Fall so aus. Es muss nicht ganz perfekt sein. Für die Perfektionisten versucht es dann wirklich als eine richtige Kreisform das auszuschneiden. Also für mich war es jetzt nicht so ganz schlimm, wenn es nicht ganz kreisförmig ist. Und genau, dann legt ihr einfach sozusagen diese Schablone auf das blaue T-Shirt und schneidet dann einfach herum. Oder ihr könnt es auch dann erstmal umzeichnen wieder, also mit dem Glas zum Beispiel, und das dann ausschneiden, wenn ihr das wirklich sehr genau haben wollt. Und dann habt ihr einmal zwei Seiten. Und die kann man dann ganz einfach mit einem Nadel und einem Faden zusammennähen. Dabei muss man aber eine gewisse Nähtechnik verwenden. Habe ich von meiner Mutter gelernt. Ich zeige die euch einfach am besten, weil man darf halt nicht so ganz normal, wie manche es vielleicht kennen, hier das einfach so nach diesem Verfahren sozusagen machen, weil dann würde hier an der Seite was abstehen und meine Mutter meinte, das wäre halt nicht so gut, weil sich das auch sonst, es fällt mir nur der bosnische Begriff ein, sonst sozusagen, das könnte so aufgehen und sich sozusagen abfiddeln. Deswegen benutzt diese Technik.
so sieht dann einmal mein fertiger Wattepad aus. Auf der Seite und auf der Seite. Ich habe halt ganz normalen weißen Garn benutzt, da die eine Seite ja auch weiß ist und ich fand das einfach, sah ganz schön aus. Und ja, dann würde ich sie auf jeden Fall erstmal wieder in die Wäsche tun. Kann man dann halt entweder bei 40 Grad oder bei 60 Grad, je nachdem welche Farbe ihr benutzt. Wenn ihr zum Beispiel nur weiße Pads habt, ist es ganz okay, die halt einfach bei 60 Grad mit den anderen weißen Sachen zu waschen. Ansonsten sollten die Flecken eigentlich auch bei 40 Grad rausgehen. Und ich habe nur gehört, man sollte dabei nur darauf achten, falls man nur weiße Seiten nimmt, kann es sein, dass gerade wenn man Mascara drauf hat und dann halt die schwarze Farbe hier drauf kommt, dass die dann irgendwann vergrauen. Sag ich jetzt noch nicht, aber vielleicht so als Tipp für euch, wenn euch sowas stört. So, ich habe euch jetzt noch einmal mitgenommen und zwar werde ich die Wattepads einmal jetzt austesten, ob die wirklich so gut sind, so wie die normalen Wattepads. Dafür habe ich jetzt einfach mal ein Kajal genommen und ein Mascara. Mache das natürlich aber nicht auf mein Gesicht, sondern ich werde es einmal an meiner Hand austesten. So, das ist einmal der Mascara und daneben der Kajal. Und ja, ich weiß, ich bin sehr seltsam, aber ich benutze zum Beispiel immer einfach Body Milk, um ja, mein Make-up zu entfernen. Meine Schwester hasst es. Sie ist halt ein Fan von Micellenwasser und immer wenn sie dann zu mir kommt, ist sie dann so, du hast kein Micellenwasser. So, und zwar habe ich jetzt einfach ein bisschen die Body Milk auf die dunkle Seite gemacht. Das seht ihr. Es zieht auch nicht das Produkt zu sehr ein oder sonst irgendwas. Das ist schon mal sehr gut. Und okay, Mascara ist ein bisschen widerspenstig. Wie ihr sehen könnt. Oh. Ist alles weg. Und es sieht noch nicht mal so schlimm aus. Also ich weiß nicht, ob ihr es so gut erkennen könnt. Aber es sieht noch nicht mal so schwarz aus. Okay, hier sieht man es jetzt vielleicht ein bisschen. Ist ein bisschen durchgegangen. Könnte aber auch einfach nur an der Feuchtigkeit sozusagen liegen. Aber es fühlt sich gut an. Also es ist nicht so, dass es unangenehm ist oder sonst irgendwas. Deswegen müsst ihr auch ganz, also ein bisschen darauf achten, was für Stoffe ihr nehmt. Also Baumwolle ist da auf jeden Fall sehr gut, da sie sich auch sehr gut zum Beispiel bei 60 Grad waschen lässt. Und wegen der Hygiene. Baumwolle ist halt auch gut, weil die ganz normalen Wattepads ja auch aus 100% Baumwolle sind. So als kleiner Vergleich, also mein Wattepad ist ein bisschen größer und das Gute ist, wenn ihr dann sozusagen euer Make-up entfernt habt und fertig seid, könnt ihr das dann einfach in so einen Wäschebeutel tun und dann einfach bei der nächsten Wäsche waschen und dann habt ihr wieder Wattepads, die ihr verwenden könnt. Das ist halt ganz gut. Okay, auch wenn das jetzt nicht so der größte Beitrag für die Umwelt ist, ist es immerhin ein kleiner Beitrag, also man macht wenigstens etwas, das ist ein Schritt nach vorne und je mehr Leute das machen, desto besser wird es und ja, man sollte immer klein anfangen. Hauptsache man macht irgendetwas. Es ist immer noch besser als nichts. So, danke fürs Zuschauen und in meinem letzten Video, hier, falls euch das T-Shirt, man sieht es nicht mehr, gute Tama, aber ihr habt es ja vorher gesehen. Genau, könnt ihr auch gerne mein anderes Video euch noch anschauen. Da habe ich euch gezeigt, wie man sein eigenes T-Shirt sozusagen designen kann. Und genau, das habe ich bei diesem T-Shirt nämlich auch gemacht. Schaut es euch an.